Hallo zusammen, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wie ihr seht, ich bin gerade mit dem Auto unterwegs an einem schönen, sonnig bewölkten Wochenende in Brandenburg. Ja, ihr habt es wahrscheinlich an den Kiefernwäldern gesehen, obwohl es die natürlich auch in anderen Bundesländern so viel gibt. Und ich bin auf dem Weg zu einem Beobachtungsturm der Belziger Landschaftswiesen, um die Großtrappen zu beobachten. Ja, bleibt kurz dran, geht gleich weiter. Ich muss erstmal noch ankommen. Ja, die Großtrappe, lateinisch auch Otis tarda, ist eine der größten flugfähigen Vogelarten in Europa und könnte sogar sagen, dass sie zu einem der schwersten flugfähigen Vögel weltweit zählt. Und früher kann man so sagen, bevor ähm, ja, früher kamen sie in ganz Europa vor und offenes, trockenes Grasland, so wie das jetzt hier gerade zu sehen ist, das waren so ihr Lebensraum, brachliegende Wiesen, die nicht so extensiv bewirtschaftet wurden oder die extensiv bewirtschaftet wurden, also nicht so intensiv. Und ja, weite Steppen, Wiesen, das war so eigentlich der ursprüngliche Lebensraum und gerade mit ihrem Gefieder, diesem bräunlichen, auch so ein bisschen gescheckten, war sie halt perfekt an diesen Lebensraum angepasst und hatte dementsprechend eine wirklich sehr gute Tarnwirkung, um quasi in so Grashalmen, ja, nicht so schnell für Beutegreifer gesehen zu werden. Ja, die Großtrappe in Deutschland gibt es, ja, sie war eigentlich schon fast ausgerottet, aber es gab einen Verein, den Schutzverein oder den Förderverein für den Großtrappenschutz. Und dank diesem Verein kann man sie in Deutschland auch wieder an einigen Stellen sehen. Und mein Glück, in Brandenburg zu leben, ist, dass ich an genau 3 Stellen diese Großtrappen beobachten kann. Und an einem dieser Punkte will ich jetzt hinfahren. Und das sind die Belziger Landschaftswiesen. Und bis gleich. Ja, wie ihr gesehen habt, bin ich mit meiner vierbeinigen Begleitung Milva unterwegs. Wir sind jetzt auf dem Weg ja, komm, zum Beobachtungsturm. Und ja, die Großtrappen in Deutschland und Österreich nahezu vom Aussterben bedroht. Halt, wie ich schon sagte, durch die intensive und industrielle Landwirtschaft quasi hat sie eigentlich kaum noch Flächen, wo sie quasi ihre Jungen großziehen kann, wo sie brüten kann. Und ja, deswegen hat dieser Schutzverein Zonen eingerichtet in Landschafts- und Naturschutzgebieten, wo der Verein den Großtrappen quasi eine gewisse Aufmerksamkeit schenkt und, und ihnen halt entsprechend Rückzugsräume bietet, beziehungsweise auch eingezäunte Flächen, um die Brutpflege zu betreiben, wo halt keine Beutegreifer entsprechend das Gelege zerstören können. Ja, diese Flächen sind halt wichtig für die Brutpflege, für die Balz. Komm, Lilla. Für die Balz und auch zum Überwintern. Und dadurch, dass diese Flächen immer mehr verloren gehen, hat es die Großtrappe, zumindest in Deutschland und Österreich, echt schwer. Und nur in Spanien, also in Europa ist es halt in Spanien und Ungarn, gibt es halt noch vereinzelt
größere Populationen, größer als zumindest hier in Deutschland. Ich glaube, hier in Deutschland sind, da wo ich jetzt bin, an den Belziger Landschaftswiesen weniger als 50 und an den anderen Standorten etwas mehr als 50. Hoffentlich Tendenz steigend, aber da müsste ich nachschauen. Okay, ich gehe erstmal weiter. Neda, komm! Ja, wir sind jetzt am Turmbach angekommen. Wir sind auch scheinbar die Einzigen. Da kann ich euch gleich noch etwas darüber, über die Großtrappe erzählen. Neda! Bis gleich. Jetzt sind wir am Turm der Belziger Landschaftswiesen. Im Hintergrund seht ihr eine kleine Infotafel über die Großtrappen. Ich gehe jetzt mal rein. Bis gleich. So, wir haben den Turm erklommen, den kleinen. Milva hat sich Platz gemacht. Wartet, was passiert. Ich bin jetzt oben auf dem Turm und Fenster offen. Es windet sehr stark. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen und hin und wieder wird auch mal eine Tür schlagen oder es klappern. Ja, ja, was kann man zu den Großtrappen sagen? Ich meine, das sind recht große Hühner-ähnliche Vögel und die alten erwachsenen Hähne können bis zu 17 Kilo auf die Waage bringen. Eine Henne normalerweise nur so zwischen 3 bis 5, 6 Kilo und ein Hahn im Normalfall zwischen 7 und 12 Kilo. Sie wird in etwa 75 bis 105 cm groß und die Flügelspannweite beträgt dabei ca. 1,90 Meter bis 2,60 Meter. Und damit ist sie natürlich größer als eine Gans, so wie wir sie kennen. Ja, wie ich vorhin schon auf dem Weg erwähnte, ist es für die Großtrappe in Deutschland und Österreich schwierig geworden, entsprechende Flächen zu finden, wo sie ihren Lebensraum hat, aufgrund der intensiven Landwirtschaft, Pestiziden, Monokulturen und auch intensiver Viehhaltung. Und das macht der Großtrappe besonders zu schaffen. Dazu kommen dann natürlich noch, wenn sie fliegt, Strommasten, Windkraftanlagen, Straßen etc. Und das Ganze schränkt den Lebensraum der Großtrappe natürlich enorm ein. Insofern ist es schön, ein paar Rückzugsräume zu haben für die Großtrappe, so wie hier in Brandenburg, wo sie von dem Förderverein Großtrappenschutz entsprechend betreut wird, dass die Großtrappe auch Flächen hat, um zu brüten, geschützt zu brüten und zu überwintern. Der Großtrappenverein hat somit die Großtrappe vor der Ausrottung in Deutschland bewahrt. Und es gibt, soweit ich weiß, hier in Brandenburg insgesamt 3 verschiedene Räumlichkeiten oder Lebensräume, wo man die Großtrappe an Beobachtungstürmen wie diesem hier beobachten kann. Der eine Punkt ist einmal die Belziger Landschaftswiesen, sowie der Turm, wo ich gerade bin. Zum anderen gibt es noch den Fienerbruch in der Nähe von Sesar, etwas nördlicher von der Autobahn, Richtung Magdeburg und Hannover. Und ziemlich im Nordwesten oder im westlichen Havelland das Märkische Luch. Da recht bekannt ist der Beobachtungsturm von Garlitz, wo ich auch immer wieder bin. Einige von den Fotos und Filmaufnahmen wurden auch da in Garlitz aufgenommen, sowie im Fienerbruch und auch hier in den Belziger Landschaftswiesen. Zur Großtrappe. Der Größenunterschied zwischen Hahn und Henne ist bei keiner anderen Vogelart so deutlich wie bei dieser. Also man sieht auf den Bildern wirklich deutlich, was Hahn und was Henne ist. Und die Großtrappen sind recht ausdauernde Flieger und auch gute Flieger. Aber als Steppenbewohner, wie sie das ursprünglich mal waren, sind sie eher zu Fuß unterwegs. Das heißt, kürzere Distanzen, wenn es bloß 100 oder 200 Meter sind, werden eher zu Fuß zurückgelegt und fliegen, sage ich mal, eher im äußersten Notfall, wenn eine Flucht angesagt ist. Ansonsten ist die Großtrappe eher zu Fuß unterwegs. Wir haben es jetzt Mitte April und ich beobachte dieses Jahr die Großtrappen seit Anfang März.
und zwischen Mitte März bis Ende April ist die Paarungszeit der Großtrappen. Und das ist besonders spektakulär für die meisten Leute. Deswegen kommen sie auch in dieser Zeit häufig hierher, um das Paarungsverhalten zu beobachten, zu fotografieren, zu filmen etc. Besonders das von den männlichen Großtrappen vollzogene Balzverhalten. Sie tanzen dann und führen wackelnde Bewegungen aus, sage ich mal. Sie plustern ihr Gefieder stark auf. Der Kehlsack oder am Hals wird ebenfalls entsprechend aufgeplustert und dann wird vor den Damen bzw. vor den männlichen Konkurrenten ein Balztanz vorgeführt. Und wenn die Damen entsprechend beeindruckt sind, dann wählen sie sich den entsprechenden Hahn aus. In Görlitz, wie auch in den anderen Regionen hier auf den Belziger Landschaftswiesen, kann man die Großtrappe ganzjährig beobachten. Die männlichen Großtrappen haben einen blau-grau, blau-grau gefärbten Kopf und Hals. Man erkennt sie ganz deutlich an diesem, sieht aus wie ein Oberlippenbart, wie so ein kleiner Schnauzer, so eine Federn oberhalb des Schnabels. Und die kräftige Brust von den männlichen Großtrappen ist rostbraun und am Schnabelansatz weißen quasi die bartähnlichen Federn. Rücken- und Schwanzfedern sind rotbraun und schwarz gebändert. Unter anderem natürlich wegen der Tarnung in steppenähnlichen Landschaften. Und auf der Unterseite äh, sind sie weiß gefärbt und heben sich damit deutlich ab. Die viel kleineren Weibchen haben einen schlankeren Hals und keine Brustenfedern am Schnabel. Daran kann man sie natürlich erkennen. Fast so wie bei den Menschen. Sie sind sehr gesellig und leben überwiegend in großen Gruppen. Und die Balz findet ebenfalls in der Gruppe statt, sowohl vor Männchen als auch vor Weibchen. Hin und wieder sieht man auch einzelne Hähne zu entsprechenden größeren Gruppen wandern, um dann ja, vor entsprechendem Publikum den Paarungstanz aufzuführen. Die Balz stellt natürlich im jahreszeitlichen Rhythmus einen besonderen Höhepunkt dar. Deswegen sind auch viele Vogelbeobachter, Ornithologen und Tierfotografen in dieser Zeit unterwegs an den Beobachtungstürmen anzutreffen, ähnlich wie ich, um halt entsprechende Aufnahmen zu machen. In Trupps erscheinen dann die Hennen am Balzplatz, kann ein offenes Feld zum Beispiel sein, und hier treffen sie auf die älteren Hähne, die sich dann entsprechend imposant zur Schau stellen. Wie riesige Schneebälle plustern sich dann die Hähne auf. Dazu verdrehen sie ihre Flügel und der Schwanz wird auf den Rücken geklappt, sodass die schneeweißen Unterschwanzfedern sichtbar werden. Der Kopf wird dann nach hinten gestreckt und der Kehlsack aufgeblasen. Großtrappen sind an und für sich eher stille Vertreter. Zur Balzzeit lassen sich die Hähne natürlich hin und wieder ja, ein Geräusch aus ihrem aufgeblasenen Kehlsack erklingen. Heute, wenn ich am heutigen Tag vielleicht noch Großtrappen beobachten kann, dann ist es einfach zu windig und sie sind zu weit weg, um ein entsprechendes Geräusch aus einem aufgeblasenen Kehlsack zu hören. Ja, nach der Balz gehen Hennen und Hähne ihre eigenen Wege. Die Weibchen legen dann das Nest an. Dazu schannen sie, ähnlich wie andere Hühner, eine flache Mulde in den Boden. Und nach 21, maximal 26 Tagen etwa schlüpfen dann die Küken, die schon einen Tag später das Nest verlassen können. Brutzeit ist quasi dann Ende April bis Anfang Juni. Es gibt in der Regel nur eine Brut. Wenn das Gelege zerstört wird, es räuberische Aktivitäten gibt, dann wird auch nochmal nachgelegt und dann erfolgt ein Nachgelege, aber in der Regel eher nicht. Die Hennen bewachen dann das Nest schon rund um die Uhr. Im Gelege selbst sieht man 1 bis 3 olivgrüne Eier.
Wie bereits erwähnt, die Großtrappen sind Nestflüchter. Schon am ersten Tag verlassen sie sozusagen das Gelege und mit circa 5 Wochen sind sie dann Flücker und bis zum Herbst werden sie noch von der Henne geführt. Danach schließen sie sich mit anderen Hennen und Jungtieren in einem größeren geselligen Trupp zusammen. Die Nahrung der Großtrappen besteht aus Körnern, Kräutern, Sämereien, Früchten, Beeren, Insekten und hin und wieder auch kleinere Säugetiere. Ähm, Vor allem Raps spielt als Winterfutter eine große Rolle, habe ich mal gelesen. Ich habe sie auch schon in Rapsfeldern entsprechend stehen sehen, auch in anderen Feldern. Nicht unbedingt jetzt hier an den Landschaftswiesen oder im Naturschutzgebiet, sondern manchmal fliegen sie dann auch irgendwo hin, wo es was zu futtern gibt, wo es interessant ist. Und da kann man sie mit etwas Glück auch beobachten. Die Küken benötigen natürlich zum Heranwachsen eine recht proteinreiche Kost, sodass von kleineren Käfern bis zu einer Maus eigentlich nichts verschmäht wird. In den ersten Tagen sorgt dann die Henne nach dem Schlüpfen für die entsprechende Nahrung und für Futter. Und wenig später können sich dann die Küken natürlich auch selbst ernähren und selbst nach Futter suchen, wenn sie dann eine entsprechende Größe haben. Von dem Beobachtungsturm selber wird man die Küken nicht sehen, einfach weil sie viel zu klein sind und geschützt werden müssen. Und die Aufzuchtgehege, die auch entsprechend eingezäunt sind, was man sehen kann, die sind viel zu weit weg, um dann entsprechende Küken auch zu sehen. Ja, Großratten können im Freiland natürlich deutlich älter als 20 Jahre werden, was schon sehr erstaunlich ist. Und für mich persönlich ist es einfach nur ähm, wahnsinnig atemberaubend anzuschauen, wie majestätisch die Großtrappen fliegen können. Übrigens, der Tierpark Berlin unterstützt natürlich auch die Aufzucht und Auswilderung von Großtrappen. Hat dazu auch ein Projekt. Ich schreibe dann mal die Internetadresse noch mit unten in die Info zu dem Video. Ah, endlich wieder im Auto, endlich wieder zurück. Milva kriegt gleich noch was zu fressen und bevor ich noch eine kleine Brotzeit bekomme oder mache, ich wollte mich noch ganz kurz entschuldigen für den fürchterlichen Wind, der heute ist. Irgendwie habe ich das Glück, jedes Mal, wenn ich ein Video zusammenstellen möchte, draußen in der Natur, dass ich irgendwie immer schlechte Wetterbedingungen habe oder Wind habe und sich somit der Ton extrem schwierig gestaltet, den Ton zu gestalten. Aber egal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die Informationen waren für euch ausreichend. Falls ihr noch mehr Informationen über die Großtrappen haben wollt, schaut doch einfach mal bei dem Förderverein, zum Schutz der Großtrappen im Internet vorbei. Ich packe in die Info des Videos den entsprechenden Link für die Internetseite. Somit komme ich zum Schluss und wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir gerne einen Daumen nach oben. Oder schreibt mir einen Kommentar, falls ich irgendwas vergessen habe zu erwähnen. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir ebenfalls einen Kommentar. Ich werde das dann umgehend beantworten. Ja, ich denke mal, das war's. Milva hat sich schon eingerollt. Ich werde jetzt noch was essen. Wir beide werden noch was essen. Und wir sagen Tschüss, bis demnächst. Euer Ronald. Ciao.